Hi zusammen, wir machen heute ein weiteres Apfelkuchenrezept. Ich finde Apfelkuchen, da kann man nie genug von haben. Und ich habe es letztens ausprobiert, das Rezept, dann nochmal richtig schön verfeinert. Und entstanden ist ein super fluffiger, leckerer Apfelkuchen, der sehr intensiv schmeckt. Und ich starte jetzt auch direkt mit der Küchenmaschine und gebe da zuallererst Butter rein. Die ganz genauen Mengenangaben findet ihr, wie immer, das sagst du doch immer. Ach so, ich sag in der Infobox. In der Infobox, genau. So, jetzt gebe ich erstmal die weiche Butter. Die sollte auch schön Zimmertemperatur haben. Moment. In die Küchenmaschine. Ich gebe da Zucker mit dazu, außerdem noch Vanilleextrakt und eine gute Prise Salz. Salz hebt einfach nochmal den süßen Geschmack. Und dann rühren wir das auf mittlerer bis hoher Geschwindigkeit ca. 3 Minuten lang. So, danach die Eier nur ganz kurz unterrühren und jetzt nehme ich mir eine Bio-Zitrone, Bio deshalb, damit ihr auch die Schale verwenden könnt und reibt das einmal in die Masse. Wichtig ist, Leute, super, super wichtig, dass ihr nur die gelbe Schale abreibt, nicht das Weiße. Das Weiße schmeckt bitter und dann würdet ihr euch den ganzen Teig versauen, daher nochmal der Hinweis. Und nachdem ich das dazugegeben habe, gebe ich auch direkt Mehl und Backpulver noch mit dazu, siebe das aber, damit es auch 100%ig klümpchenfrei ist. Und dann verrühre ich das nur noch ganz kurz. Was passiert, wenn man es nicht sieht? Wenn man es nicht sieht, also eigentlich bei so einem Rührteig, wenn man nicht gerade die Eier drin, muss man es sogar gar nicht sieben, aber je nach Lagerung, je nachdem wie es dann halt im Schrank gelagert ist, können echt hartnäckige Klümpchen entstehen und Backpulverstückchen auch und so vermeidet man das einfach. Haben Sie eine sehr gute Frage. Ja. Wollte schon mal wissen, jetzt ehrlich. So, und jetzt benötigen wir noch Äpfel natürlich. Da habe ich die Schale entfernt und die Äpfel einfach in kleine Stückchen geschnitten. Und außerdem benötigen wir Apfelmus. Entweder den fertig gekauften. Ich hatte jetzt keinen da und habe es ganz schnell selbst gemacht. Super easy, einfach Äpfel mit Wasser 5 Minuten lang köcheln lassen und dann pürieren. Es darf auch ruhig noch lauwarm sein, nur nicht mehr ganz so heiß. So, und jetzt geht es schon mal an unsere Springform. Ich habe hier die Größe von 26 cm. Gebe da auf den Boden Backpapier und dann verteile ich erstmal den Teig da drauf. Leute, das ist es. Das macht den Kuchen noch mal richtig saftig. So, die Apfelstücke habe ich drauf verteilt, soweit so gut. Jetzt kommen aber noch Streusel. So ein richtig leckerer Apfelkuchen braucht richtig geile Streusel. Und da habe ich jetzt auch wieder zimmerwarme Butter. Da gebe ich Mehl dazu, Ärmel hochkrempeln, meine Hände sind natürlich sauber. Mehl dazu, Zucker dazu, Vanilleextrakt und zum Schluss gebe ich noch gehobelte Mandeln da drauf. So, die Streusel sind fertig. Jetzt kommen eigentlich die Mandeln dazu, aber da müsst ihr ganz vorsichtig sein, damit ihr die nicht kaputt bricht. Also ganz vorsichtig nur einrühren. Kiki, du hast so zarte Hände, da passiert schon nichts. Ja, ja. Du hast so zarte Händchen, du. Boah, das riecht so lecker. Das riecht richtig gut.
So, das war's schon. Ofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad. Da braucht ihr so circa 30 bis 35 Minuten. Sollte natürlich nicht zu dunkel werden. Und ihr könnt natürlich auch hier die Stäbchenprobe machen. Und es riecht so gut. Meine Nase denkt sich gerade so, hä, was geht da ab in Kikis Kitchen? Hier, Apfelmus riecht man gerade voll raus. Die Zitrone, also diesen Abrieb. Und das Vanilleextrakt, richtig geil. Und die Butter natürlich. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm und wir sehen uns nach dem Backen wieder. Ich lasse es aber komplett auskühlen und dann gebe ich später noch Puderzucker darüber. Also bis gleich. Hey, was riecht hier so lecker bei Kikis Kitchen? So, jetzt hole ich meinen Apfelkuchen nur noch aus der Form und gebe ihn auf eine hübsche Platte. Ich nehme hier meine Schieferplatte. Und dann, Leute, würde ich mal sagen, gönnt euch diesen Kuchen. Der ist super saftig und super lecker. Das mit dem Apfelmus habe ich ganz spontan ausprobiert und das gefällt mir richtig gut. Also den dürft ihr auf keinen Fall weglassen. So, perfekt. Ein bisschen Puderzucker noch dazu und fertig. Leute, den liebt einfach jeder. Also der gehört zu meinen Top 3 Apfelkuchenrezepten. Ich werde euch übrigens eine Playlist mit all meinen Apfelrezepten hier unten in die Videobeschreibung verlinken. Und dann könnt ihr euch mal durchklicken. Macht erst den nach und dann macht ihr alle anderen nach. Gut? Einverstanden? Weil der ist wirklich sehr, sehr lecker. Und wenn ihr ihn dann nachmacht, freue ich mich, wenn ihr zurückkommt zu meinem Video und mir Feedback da lasst. Und generell auch meinem Kanal ein kostenloses Abo lasst. Dann verpasst ihr nämlich solche Rezepte auch nicht mehr. Falls ihr mehr Apfelrezepte sehen möchtet oder auch mit anderem, fast hätte ich Gemüse gesagt, mit anderem Obst, dann einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! Eure Kiki. Eure Kiki und der Hamza hinter der Kamera. Tschüss! Gönn dir.